Morgen zusammen und willkommen zum heutigen Webinar zum Thema KI im Kundenservice. Ich freue mich sehr, so mit Ihnen die Erkenntnisse, die wir in den letzten Jahren mit dem Team Conversational AI dann gesammelt haben. Mein Name ist Stefan Mergo, ich bin verantwortlich für den Bereich Conversational AI bei Janovum und kenne diesen Bereich seit über 5 Jahren. Wir haben schon vor 5 Jahren so mit diesem Thema mit VoiceBot auf Schweizerdeutsch dann angefangen und jetzt haben wir die Möglichkeit, so auch viel Erfahrung hier gesammelt zu haben und entsprechend zu teilen. Ja, heute werden wir uns mit den 2 Fragen beschäftigen. Die erste ist eigentlich, was sind die Einsatzgebiete von Conversational AI im Kundenservice? Und dann schauen wir, wie sind die Erfolgsfaktoren, damit wir wirklich das Nutzen maximieren kann. So ist es entsprechend dann geteilt. Aber bevor wir anfangen direkt mit dem Thema, hätte ich gerne eine Frage an Sie und das können Sie entsprechend auf dem Pool im Zoom beantworten. Mich interessiert und ich denke auch die andere so, dass Sie Ihre persönliche Kompetenz im Bereich AI dann einschätzen. Wäre ich froh, interessant, dass wir hier kurz einen Eindruck hätten und Sie können dann direkt Ihr Fachwissen dann im Chat dann entsprechend beurteilen. Ich gebe jetzt ein bisschen Zeit. Ich sehe noch nicht die Ergebnisse. Ja, jetzt sind die Ergebnisse dann aufgetaucht. Man sieht, dass wir hier eine breite Tabelle, breite Paneele von Leuten, die von Neuling bis zu Expert sind. Ich denke, wir werden da heute für jede Zielgruppe etwas zu berichten. Aber es ist interessant, wir können das so vertiefen. Dann hätte ich eine zweite Frage. Und die zweite Frage lautet eigentlich, wie schätzen Sie die Anwendungsmaturität Ihrer Organisation im Bereich Conversational AI ein? Und hier auch von 1, also keine Implementierung, bis zu 5, eigentlich flächendeckende Implementierung in allen Bereichen des Kundenservice implementiert. Oder wenn Sie das nicht wissen, ein 6 dann. Und wir warten auf die Ergebnisse. Sehr gut. Man sieht da, dass viele Firmen eigentlich über 85% haben schon damit so angefangen, etwa 50% mit Box, die ersten Piloten durchgeführt. 27%, das ist beeindruckend, haben wirklich bereits produktive Implementierung. Und man sieht auch in Bezug auf erweiterte Implementierung und flächendeckende, da gibt es noch ein bisschen Platz nach oben. Das ist interessant, das entspricht etwas mehr, was wir in der Studie mit FIFZ von der HSLU dann durchgeführt haben, wo wir Firmen in der Finanzbranche interviewt haben, wo wir damals ungefähr 50% der interviewten Firmen hatten schon in diesem Bereich Implementierung dann gemacht. Sehr gut. Danke vielmals. Dann gehen wir in das Thema und zwar damit wir ein bisschen einen Einblick haben, so wie diese Conversational AI dann entsprechend eingesetzt werden kann, möchte ich mit einer kleinen Geschichte starten. Es fängt eher mit einer frustrierenden Customer Journey und das ist die Geschichte von Frau Meier. Frau Meier ist eine langjährige Kundin der Plus-Versicherung. Sie ist frisch in ihr neues Haus mit ihrem Mann und ihrem neugeborenen Kind eingezogen. Es ist 19 Uhr und sie merkt, dass sie ihrer Versicherung die neue Wohnadresse noch nicht kommuniziert hat. Da bei ihr das WLAN im neuen Haus noch nicht angerichtet ist, entscheidet sie sich, dies per Telefon zu machen. Sie ruft die Versicherung an
einen Anruf antwortet, dass sie außerhalb der Bürozeit anruft und dass sie später anrufen soll oder auf die Website gehen sollte. Die angebotenen Kommunikationskanäle sind für Frau Meier nicht sehr zufriedenstellend und sie macht sich Gedanken, ihre Versicherung zu wechseln. Das ist eher negativ, etwas frustrierend für Frau Meier natürlich, aber man weiß, das kann auch anders sein. Und hier finden wir wieder Frau Müller, die ihre Kartons auspackt und hier, sie ruft die Versicherung und ein Voicebot nimmt ab und nimmt die neue Adresse entgegen und fragt gleich, ob sie auch die Deckung ihrer Versicherung mit einer Agentin prüfen möchte, da sie gerade umgezogen ist. Und sie akzeptiert, weil sie so eine große Veränderung im Leben entsprechend auch einen Einfluss auf die Deckung hat. Sie gibt dem Bot ein paar Eckdaten und kann direkt einen Rückruftermin vereinbaren. Am vereinbarten Zeitpunkt ruft eine Agentin Frau Müller an. Die Agentin hat dank dem vom Bot erfassten Daten bereits die relevanten Informationen zur Verfügung und kann, unterstützt durch ihren Agent Copilot, die Deckung effizient und systematisch prüfen und anpassen. Und die Agentin fühlt sich wohl, weil sie eine umfassende Beratung geben kann. Die Agentin fragt nach, ob sie und ihr Mann sich nach der Geburt des Kindes bereits Gedanken für eine mögliche Lebensversicherung gemacht haben und fragt, ob sie Interesse hätte, einen Beratungstermin zu vereinbaren. Müller sagt ja und das Agent Copilot führt die Agentin über Kernfragen durch und vereinbart einen Termin mit einem Berater aus der Region. Der Berater wird mit einer automatischen Zusammenfassung des Gesprächs und mit den relevanten Informationen über die Familie Müller benachrichtigt. Vorbereitung des Beratungsgesprächs kann er basieren auf dem Profil der Familie Müller, dank dem Advisor Assist, einen Vorschlag für eine Lebensversicherung mit verschiedenen Anlagen, Strategie vorbereiten. Nach dem Gespräch schließt die Familie Müller eine Lebensversicherung ab. Aber hier haben wir zwar einen Happy Case, aber hier sehen wir dann einen großen Vorteil von Conversational AI, sowohl für die Kundin als auch für die Agentin, als auch für den Kundenberater. Was steckt dahinter? Grundsätzlich gibt es da 3 Anwendungen, die zum Zuge kommen. Ein ist der Self-Service via Chat und Voicebot. Zweites ist das Agent Copilot und drittens ist Advisor Assist. Und damit man ein bisschen versteht, wie diese Komponenten dann zusammenspielen, dann zeigen wir kurz unter der Haube, was läuft. Hier sieht man, welche Aufgaben der Voicebot entsprechend wahrnimmt, sei es Self-Service, wo er allenfalls bereits erfolgreich eine Anfrage beantworten kann oder durch ein Bot-Triage zu einer weiteren Agentin weitergeleitet werden, entweder über ein Buchungstool oder direkt nach einer Authentifizierung. Dann geht die Kommunikation zum Agent. Die Agent kann hier durch den Copilot eigentlich auch entsprechend besser, effizienter beraten und entsprechend auch den Case dann guter Berater mit den weitergeben, der mit einem Advisor Assist dann das Beratungsgespräch vorbereiten kann und entsprechend ein Angebot vorbereiten kann. Was wir noch haben als Komponenten sind die ganze AI Analytics Tools, die wir haben, die ermöglichen, so Insight zu gewinnen, die wir entlang der Gesamt-Customer Journey verwenden können. Und natürlich die Interaktion mit den CRM und Kernsystemen. Heute werden wir etwas noch genauer schauen, was bedeutet, wie funktioniert so ein Self-Service, Chatbot, Voicebot und ein Agent Copilot. Den Advisor Assist lassen wir heute aus Zeitgründen auf der Seite, wobei es gibt sehr, sehr viele Ähnlichkeiten wie beim Agent Copilot. Jetzt Self-Service, Chatbot, Voicebot. Damit Sie sich vorstellen können, wie das grundsätzlich funktioniert. Hier haben wir ein Beispiel, das wir bereits so implementiert haben. Das ist klassisches Window Password Reset. Das ist nicht für externe Kunden, sondern für die internen Mitarbeiter. Und das ist die Möglichkeit, die man den Mitarbeitenden gibt, so ihre Windows-Passwörter zurückzusetzen. Jedes Mal einfach
von der Feier zurückgekommen und wusste das Passwort nicht mehr. Das können Sie das 24/7 machen. Interessant dabei ist, dass der Voicebot-Prozess eigentlich eher so wird, die ganze Prozess des Ablösen, was früher von Personen dann gemacht wurde. Und wir haben auch, interessant ist, dass das dadurch ist auch mit der Lösung, können wir die gleiche Sicherheitshöhe weiter haben, die wir haben. Damit Sie sich vorstellen, wie das funktioniert, dann hören wir da kurz. Hallo, ich bin ein virtueller Mitarbeitender deines IT-Helpdesks. Bitte bestätige kurz, dass du ein Windows-Passwortproblem hast. Sage jetzt Ja oder Nein. Ja, genau, darum Leute ich eigentlich an. Vielen Dank für dein Vertrauen. Ich benötige nun den PIN-Code, den du zuvor im Windows Password Reset Service hinterlegt hast. Bitte gib den 8-stelligen PIN über die Tastatur deines Telefons ein und bestätige mit der Raute-Taste. Dein PIN sollte 8-stellig sein. Ich habe weniger Zahlen erkannt. Versuche es noch einmal. Dein PIN wurde verifiziert. Vielen Dank. Bitte gib mir kurz einen Moment Zeit für das Generieren deines temporären Windows-Passworts. Danke für deine Geduld. Bist du bereit, das temporäre Windows-Passwort bei dir aufzuschreiben? Sage jetzt Ja oder Nein. Nein, noch nicht. Gut, ich warte noch kurz auf dich. Bitte sag, ich bin bereit, wenn du bereit bist, um dein Passwort aufzuschreiben. Kein Schritt nicht recht. Bin bereit. Dein temporäres Passwort lautet Groß A wie Anton, Klein Y wie Iverdon, Zahl 3, Zahl 8, Groß Z wie Zeppelin, Groß D wie Dora, Zahl 0 und ein Ausrufezeichen. Das war Groß A, Klein Y, Zahl 3, Zahl 8, Groß Z, Groß D, Zahl 0 und ein Ausrufezeichen. Möchtest du das Passwort noch einmal hören, ja oder nein? Nein, das passt soweit, danke. Sehr gut. Du kannst dich nun mit dem temporären Passwort in Windows anmelden. Du wirst aufgefordert, das Passwort dann zu ändern. Aber Achtung! Wenn du im Homeoffice bist, musst du dich zuerst über VPN verbinden, indem du bei der Windows-Login-Maske auf das Bildschirmsymbol unten rechts klickst. Im Anschluss nach dem Passwortwechsel senden wir dir aus Sicherheitsgründen zur Bestätigung ein SMS auf dein Handy. Danke für dein Vertrauen in mich und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Also hier sehen Sie ein Beispiel von einem Prozess, der wirklich durchgehend implementiert wurde, so end-to-end inklusiv mit Integration in den Kernsystemen. Der Vorteil ist, dass wir hier wirklich eine große Effizienzsteigerung haben. Bei solchen Hallo. Lösungen muss man sich Gedanken machen, wie man das entsprechend gestaltet. Man sich zuerst Gedanken machen, so welche Abwicklung, welche Themen wollen wir grundsätzlich abwickeln. Muss die entsprechenden Standardfälle so kategorisieren, schauen, wo gibt es das höchste Volumen, wo ist es am einfachsten zu lösen. Überlegen, wollen wir den Bot außerhalb der Bürozeit oder während der Bürozeit haben. Und ich glaube, hier muss Gedanken machen, welche Art von Kunden wollen wir über den Bot laufen lassen. Manchmal ist es wichtiger, so für High-Value-Customer Gedanken zu machen, so, dass man sie früher identifiziert und die man dann effektiv zu einer Person verbindet. Wenn man sieht, das ist irgendwie wichtig, dass diese Person dann persönlich beraten wird. Weiterer Schritt eigentlich ist der Start der Bot-Interaktion. Hier man muss sich Gedanken machen, so will man hier eigentlich direkt den Bot zur Verfügung stellen, also wir nur erst nach x Minuten Warteschlaufen haben. Hier gibt es Möglichkeiten, Überlegungen machen, wie das nachher die erste Interaktion mit dem Voice, aber wir können auch den Tastendruck das machen. Und wichtig ist, man versucht eigentlich so ein Voice-Bot mit der menschähnlichen Stimme zu gestalten, aber immer mit der klaren Ansage, dass es sich um einen Bot handelt.
Dann ist die Abwicklung selber, dann versucht man wirklich die Informationen, die man benötigt, für den Fall so systematisch zu erfassen. Hier haben wir das Beispiel für einen Schadendatum, automatische Schadenhöhe. Man muss jeweils so die Angaben durch Repetition bestätigen und dann überlegen, hat man genügend Informationen, um wirklich so diese Informationen weiter in den Systemen zu geben und entsprechend dann den Prozess end-to-end abzuwickeln. Zum Schluss muss man klar kommunizieren, was sind die nächsten Schritte, nachher klar sagen, dass wir keine weiteren Anrufe dann brauchen und entsprechend nachfragen, ob Anliegen gelöst und entsprechend verabschieden. Dieser letzte Punkt ist wichtig, dass man auch als KPI das betrachten kann, ob wir da entsprechend richtig unterwegs ist oder nicht. Solche Fälle können wirklich verwendet werden im Versicherungsbereich für Standard-Hagelglas, Marderschäden, Meldungen zum Beispiel, aber auch bei Versicherungen oder man kann auch dadurch so Unterlagen bestellen. Man kann auch Bankentransaktionen mit geringem Volumen durchführen. Man kann auch Karten sperren, einfach oder Änderung von Angaben via Handynummer von einer Franchise-Erhöhung Krankenkasse. Das heißt, hier hat man wirklich sehr, sehr hohe, breite Gestaltungsmöglichkeiten. Die Vorteile von solchen Lösungen sind eigentlich sowohl für die Kundin, für die Agentin und für natürlich verantwortlich für den Customer Service. Andererseits hat man ja eine Erhöhung der Kundenzufriedenheit, Verfügbarkeit um die Uhr, keine Warteschlange, direkte Abwicklung von Anliegen. Seitens Agent hat man natürlich eine Senkung der Arbeitsbelastung, allenfalls eine Reduktion von repetitiven Fragen und entsprechend Routine Treatment, weil man kann hier auch sich auf den Themen fokussieren, wo man wirklich einen Mehrwert bringt. Man kann natürlich die Steigerung der Effizienz und die Senkung der Kosten ermöglichen durch diese Automatisierung. Und das ist in a nutshell, was wir mit Self-Service Voicebot Chatbot machen kann. Jetzt schauen wir etwas genau, was ein Agent Copilot machen kann. Das Agent Copilot hat zum Ziel, die Kundenzufriedenheit zu erhöhen, die Produktivität zu steigern durch eine KI-basierte Anleitung und eine Unterstützung. Und grundsätzlich, was wir da mit dem Copilot machen wollen, wir wollen den Gesamtdialog unterstützen. Das heißt, beim Vorbereitung vom Geschäft, vom Gespräch, beim Takeoff, sogenannten Takeoff, bei der Intenterkennung, so mit vielen Informationen über den Kunden, man auch mit vielen Kontextinformationen wie Wartezeit oder NPS. Wenn die Person an der Leitung seit 10 Minuten wartet und früher schon einen negativen NPS da angegeben hat, ist natürlich dann man muss sich entsprechend dann vorbereiten. Nachher, während dem Beratungsgespräch, so in-flight, dann wird das Gespräch automatisch transkribiert. Daraus werden die nächste beste Handlungen vorgeschlagen, was man da machen kann. Man hat auch die Möglichkeit, Produktinformationen da zugänglich zu machen in einem kompakten Form und entsprechend auch Sentiment-Analysis anzubieten. Am Ende des Anrufs, hier ist der Fokus auf Effizienzsteigerung. Man hat die Möglichkeit, das Gespräch zusammenzufassen. Man kann auch gewisse Aufgaben automatisieren, vorbereiten und eine Dialoganalyse zu machen. So, diese Funktionen haben wir innerhalb der letzten Monaten intensiv definiert, aufgrund von Customer Research und Interview und Prototyping, die wir mit Kunden durchgeführt haben, etwa 20. Das ist eigentlich das Ergebnis, das wir haben. So, das ist eigentlich ein Copilot, das ist hier rechts, so dass eigentlich in Zusammenarbeit mit dem CRM dann spielt. Links haben Sie das CRM, wo der ganze Dialog unterstützt. Und dass es ein bisschen konkreter wird, dann zeige ich Ihnen, wie das funktioniert. Hier haben Sie am Anfang des Gesprächs die Maske rechts mit Informationen über die Kunden. Man sieht, die nächste Kundin ist Frau Weiß. Sie möchte ihre Adresse ändern. Sie wartet etwas 3,5 Minuten. Und man sagt, du solltest nach begrüßen und dann eine neue Adresse fragen. Rechts sind in kompakter Form alle relevanten Informationen über Frau Weiß, inklusive so NNP-Bewertung.
Und das ist so, dass ich kann den Call jetzt entsprechend annehmen und die Kundin begrüßen und entsprechend dann fragen, was ihre neue Adresse ist. Das System wird die Adresse entsprechend erkennen und wird dann entsprechend vorgeschlagen. Hier muss ich als Agent nur die neue Adresse prüfen und bestätigen. Das wird nachher direkt im CRM gespeichert. Dann gibt es einen Sentimental- oder Empathie-Tipp, dass die Kundin ist Mutter geworden. Man kann sie entsprechend zum Geburt gratulieren. Das ist eigentlich ein Tipp, den man gibt. Das macht natürlich die Agentur und sagt auch, dass man sollte die Deckung überprüfen aufgrund der Adressänderung. Man sagt, und entsprechend, man kann einen Termin vereinbaren mit einem Berater und entsprechend, man kann die Möglichkeit entweder später oder direkt. Hier kann man das direkt machen. Man muss auch fragen, ob die Telefonnummer dann stimmt, um die Qualität der Daten zu prüfen. Und direkt kann man einen Termin dann vereinbaren. Das ist am Dienstag, 9 Uhr, kann man den Termin vorbereiten, bestätigen und hier wird der Kundenberater auch entsprechend die entsprechenden Informationen haben. Dann hat man die Möglichkeit für ein Upselling. Das Agent kann eigentlich eine Zahnversicherung vorschlagen und entsprechend den Versand von Broschüren vorschlagen. Da werden die überlegen, ob sie das jetzt macht oder später, aber sie fragt, ob die E-Mail-Adresse immer noch richtig ist. Falls ja, sie kann das bestätigen und das kommt im Queue drin. Man kann am Ende des Gesprächs fragen, soweit die Anliegen sind und dann entsprechend sich bedanken. Dann kommen wir nach Abschluss des Gesprächs, kann man in die Nachbereitungs-Queue gehen. Man kann schauen, was es gibt dafür für Aufgaben. Es gibt diese Zahnversicherung, Broschüre, die man senden will. Hier wird automatisch eine E-Mail vorbereitet. Man kann den Text anpassen und direkt senden. Die weitere Task ist die Zusammenfassung des Gesprächs. Ich kann das Gespräch hier dann generieren. Ich kann da drin sehen, ich kann gewisse Ergänzungen machen. Unten sind auch alle Handlungen, die man schon drin. Und ich kann das in CRM speichern. Ich kann den Fall abschließen. Anschließend kann ich noch eine Bewertung des Gesprächs angeben. Wenn es schlecht war, kann ich so schon markieren, damit ich nachher zurückkommen kann. Ich kann auch einen Einblick in den Dialoganalyse haben. Was man sieht, nachher ganz unten hat man auch eine ChatGPT-Maske, ChatGPT-like-Maske, wo man auch Fragen stellen kann. Und diese Fragen gehen direkt auf die Produkte der Firma, falls Fragen entsprechend auftauchen. Ja, das ist eigentlich auch in a nutshell, wie das funktioniert. Wir haben hier den folgenden Mehrwert dann gebracht durch Copilot. Hier auch für die Kundin, für das Agent, für die Kundenberater und für den Verantwortlichen vom Customer Service. Das ist eine optimale Vorbereitung des Gesprächs. Durch 63 Grad Ansicht. Man hat dadurch auch das Customer Experience dann entsprechend verbessert, die Customer Experience verbessert durch die Fokussierung des Agents auf die wichtigen Tätigkeiten. Man wird auch die Qualität des Dialogs erhöhen durch die optimalen Handlungen, das heißt die Prüfung der Datenqualität, das ist immer Manko, Prep und Upselling. Man steigert auch die Effizienz, man hat auch gesehen, am Ende viele administrative Aufgaben sind direkt dann vorbereitet und die mit wenig Aufwand dann erledigt werden. Das hilft natürlich auch, die Qualität und Compliance-Anforderungen zu unterstützen, indem das alles automatisch dann dokumentiert wird. Und am Ende hat man eine Erhöhung der Mitarbeiterzufriedenheit durch die Unterstützung, Erweiterung der Aufgaben und auch eine kontinuierliche Verbesserung. Das ist auch hier dann in nutshell, was wir da für Copilot dann anbieten. Und man kann wirklich diese beiden Aspekte sehr, sehr gut kombinieren. Sie sind ergänzend und sie stützen sich auch mehrheitlich auf gleichen Technologien.
So gut, fragen Sie so, ja, wie kann man wie kann man so etwas implementieren, worauf man dann aufpassen muss. Und hinter der Conversational AI Services, dann verstecken sich sehr viele Kompetenzen, die man braucht. Es gibt dann für viele Kompetenzen, die man unter der Oberfläche des Eisbergs dann so, den entsprechend dann hat. Und die ersten Kompetenzen oder die ersten Aktivitäten, die man hat, ist das Thema Vision und Roadmap, Menschen und Prozessen. So, hier ist es wichtig, dass man beim Projekt sich gut überlegt, so was ist die Strategie, auch im Kontext von Omnichannel-Aktivitäten, was ist die Vision, was will man wirklich erreichen und sehr konkret sehr schnell eine Roadmap dann starten. In der Regel startet man eher mit Self-Service-Angebote, um den Callservice, die Callcenter zu entlassen, und nachher kann man sich dann den Fokus wieder auf die Unterstützung direkt vom Callcenter mit einem Copilot. Aber grundsätzlich wichtig, dass man diese Roadmap definiert anhand von den Art von Anfragen, die man hat, und dem Volumen, und wie einfach ist es, das zu lösen. Wichtig ist auch das Thema Menschen und Prozessen, die nicht vergessen, so, wir haben Tendenz, wir so als Technologiefirma, so ein Tool zur Verfügung zu stellen, ohne wirklich mit der Gedanken, dass das Problem lösen wird von selbst, aber eigentlich natürlich ist es wichtig, so die ganzen Menschen da zu betrachten, und oft wird vergessen, zum Beispiel die Betroffenen, so die Agentinnen und Agenten, dann direkt zu fragen und zu involvieren in den ganzen Prozess und entsprechend den ganzen Prozess rund um diese Entwicklung von den Voice- und Chatbot und Assists dann zu berücksichtigen. Und eine Firma, die das gut macht, ist die CSS-Versicherung. Sie hat eine Rückruffunktionen mit dem Voicebot dann entsprechend implementiert. Das ist eigentlich ein erster Schritt zu End-to-End-Services. Und da haben wir ein kurzes Statement zu diesem Thema, damit Sie sich auch verstehen, was es bedeutet. Die CSS-Gruppe mit Sitz in Luzern wurde 1899 gegründet. Sie versichert über 1,6 Millionen Menschen und zählt mit einem Prämienvolumen von rund 6,7 Milliarden Franken zu den führenden Schweizer Kranken- und Sachversicherern. In der Grundversicherung ist sie Marktführerin. Dank moderner Technologie stehen uns heute komplett neue Möglichkeiten offen. Kundinnen und Kunden erwarten kurze Wartezeiten und kompetente Antworten. Unnötige Zeit in der Warteschlaufe verärgert unsere Kunden, was wir vermeiden. Um unsere Kundinnen und Kunden besser unterstützen zu können, haben wir nach neuen Wegen gesucht und gefunden. Wir bieten unseren Kundinnen und Kunden einen praktischen Rückrufservice an, um lange Wartezeiten zu vermeiden. So können wir Spitzen brechen und Anrufe in Peakzeiten auf weniger überlastete Zeitpunkte verschieben. Der Einsatz innovativer Technologien verbessert die Interaktion des Mitarbeitenden mit dem Kunden. Und an Novum setzt das Projekt zeitgerecht und ohne irgendwelche Probleme erfolgreich um. Unsere Kunden buchen bis zu 4.000 Rückrufe pro Monat zu Peakzeiten. Dieses implementierte Rückrufsystem hilft uns, auch bei langen Wartezeiten unseren Kundinnen und Kunden einen perfekten Service anzubieten. Dank Speech und Ad Novum kann sich unser Agent auch im Voraus perfekt auf das Kundenanliegen vorbereiten. Wir planen nun die nächsten Schritte, um die Wartezeiten weiterhin verkürzen zu können. Beispielsweise sollen einfache Anfragen auf Wunsch des Kunden direkt vom Sprachbot beantwortet werden. Das steigert sowohl die Effizienz im Kundenkontakt wie auch das Kundenerlebnis. Die CSS-Versicherung setzt künstliche Intelligenz gezielt zur Entlastung der Mitarbeitenden ein. Wir sind bestrebt, unsere in Rankings führende Kundenzufriedenheit aufrechtzuerhalten, indem wir die Kundenanliegen noch schneller und unkomplizierter lösen. Ja, bei der CSS, das ist ein schönes Beispiel, wie man entlang einer Roadmap mit einfachen Funktionen starten kann und entsprechend dann Erfahrung sammeln, so mit der Technologie, mit den Prozessen, mit dem Einbezug der Agenten im Callcenter.
Und basierend auf dieser Erfahrung, die CSS hat ja jetzt die Möglichkeit, ihre Services entlang der gesamten Customer Journey zu erweitern und entsprechend die weiteren Funktionen, sei es in den Voicebot und Chatbot, als auch nachher dann für den entsprechenden Callcenter einzubinden. Eine weitere Kompetenz, die man wirklich unbedingt dann haben soll, ist das Thema Conversational UX. Das ist eine Kompetenz, die extrem wichtig ist, weil das entscheidet sich, ob die Lösung akzeptiert wird oder nicht. Grundsätzlich hier geht es darum, so für alle Beteiligten, so die Benutzerfreundlichkeit, die Kundenzufriedenheit und entsprechend auch die Akzeptanz dieses Bot dann entsprechend zu erhöhen. Wichtig ist eigentlich durch natürliche intuitive Interaktionen dann entsprechend Benutzung, Erlebnisse zu schaffen und vor allem, dass dieser Bot von den Kunden als echter Helfer betrachtet wird und nicht als keine Abwimmler. Und entsprechend wichtig ist, dass die Agenten auch entsprechend berücksichtigt sind, damit sie offen sind gegenüber dieser Technologie, weil sie sehen, das hilft ihnen und sie können dann entsprechend das unterstützen. Dabei, bei solchen Lösungen ist es wichtig, dass man sich gut Gedanken macht, welche Anliegen will man dann entsprechend unterstützen. Man sich Gedanken macht über die Persönlichkeit des Voicebot anhand von den Bedürfnissen der Anrufenden. Entsprechend dann man diese häufigsten Anliegen grundsätzlich gestaltet und optimiert. Wichtig dabei ist auch, dass man wenn man überlegt, welche Probleme oder Missverständnisse entstehen können und dass man sich vorbereitet, dass man angenehme Reaktion dafür vorbereiten kann. Und entsprechend muss man auch ständig optimieren durch die Auswertung von echter Kundenanrufe. Das heißt, wenn einmal der Bot entsprechend dann in Betrieb ist, muss man dann hören und schauen, okay, wie ist das wirklich verwendet, was sind die Reaktionen vom Kunden, wie kann man das entsprechend vorbereiten. Ein weiteres Thema, die man betrachten muss mit Conversational AI-Lösungen, ist das Thema Integration und Infrastruktur. Das ist eigentlich sehr ähnlich wie normale Softwareprojekte. Was sich ein bisschen unterscheidet, ist das Thema von der Infrastruktur selber, wie man eher eine Conversational AI-Suite dann kaufen, oder geht man auf Hyperscaler wie Azure oder AWS oder Google und schaut, oder wollen wir sogar diese beiden Aspekte kombinieren. Das hängt auch sehr stark von der Strategie der Firma. Das ist etwas, was man sich gut überlegen muss. Und entsprechend auch das Thema Cloud Engineering, wo immer mehr an Bedeutung gewinnt, muss man entsprechend berücksichtigen. Schließlich wichtig ist das Thema Machine Learning DevOps. Hier geht es wirklich die Frage, wie wählt man die entsprechenden Modelle, wie trainiert man sie entsprechend unter Berücksichtigung von Datenschutz und rechtlichen Vorgaben, wie man das entsprechend entwickelt und vor allem mit der Sicherstellung, dass man ein Business Value kreiert. Und am Ende, das ist wirklich der Unterschied zu normalen Softwareprojekten, ist, okay, das muss ständig optimiert werden. Ne? Man muss wirklich so KPI definieren zu Erfolgen und Misserfolgen, dass man entsprechend das weiter verfolgt. Man erkennt Nutzungsmuster, und das kann man eigentlich im Voraus nicht sagen. Und am Ende ist es wichtig, dass man diese Modelle wieder trainiert und entsprechend laufend optimiert. Und ich denke, das ist eigentlich die Regel, trainieren wir die 3 bis 4 Mal jährlich. Und dieses Modellsystem unterscheidet sich wirklich auch von anderen Systemen, von anderen Softwareprojekten, weil das ist etwas, eigentlich eine Reise, die man anfängt und das ist nicht etwas, das endlich ist. Man sieht hier, dass um Conversational AI Services anzubieten, muss man hier umfangreiche Kompetenzen dann da anbieten, berücksichtigen, systematisch vorgehen und entsprechend das berücksichtigen. Gut, jetzt ein Ausblick und ein Fazit zu dem. In der Studie, die ich vorher erwähnt habe, die von der IFZ dann gebaut wurde, durchgeführt wurde, bei der der Einsatz von Conversational AI und Generative AI in Finanz dann untersucht wurde etwa 50% der Firmen, die gefragt wurde, gesagt, dass sie bereits in diesem Bereich aktiv sind. Aber vor allem interessant ist, dass Sie haben aufgezeigt, was ist der nächste Step, wo wollen Sie sich entsprechend dann fokussieren
Und hier steht ganz klar der Kundenservice. Das heißt, man kann sich vorstellen, dass es wirklich so AI im Kundenservice ein Game Changer ist. Es geht nicht darum, ob, sondern wann und wie man dieses Thema dann anpackt. Als Zusammenfassung, Einsatzgebiete und Mehrwert von dieser Technologie. Nochmals, man kann da mit Self-Service, Chatbot, Voicebot, Agent Copilot, Advisor alles diese Dienstleistung anbieten und entsprechend die Customer Center wirklich eher von einem Cost Center zu einem Value Center bringen, indem dass man die Serviceverfügbarkeit dann erhöht, dass man die Servicequalität erhöht, wie gesagt, so den Dialog und auch die Dienstleistung, die man anbieten kann, und auch entsprechend Up- und Cross-Selling machen kann. Man erhöht die Effizienz, reduziert auch die Kosten und am Ende, man macht den Job von Callcenter-Mitarbeitern und Kundenberatern attraktiver. Das ist extrem wichtig, weil man weiß, dass Callcenter entsprechend da auch unter Druck sind, um die richtigen Mitarbeiter dann einzustellen und zu behalten. Entsprechend erhöht man auch die Kundenzufriedenheit von allen Beteiligten. Wie packt man das an? So, wie gesagt vorher, wichtig ist eine klare Vision und eine Roadmap, die als Guidance dann dient. Man muss vor allem die Betroffenen und alle Betroffenen von der gesamten, die entlang der Customer Journey da involviert sind, involvieren. Man muss die entsprechende Organisation dann aufbauen, als technisch oder von Business und entsprechend auch das Tempo sicherstellen, dass es nicht so schnell ist, weil die Leute müssen das entsprechend verarbeiten, integrieren. Am besten mit den Low-Hanging Fruits Use Case anfangen. Hier hat man die Möglichkeit, mit einfachen Voicebots sehr viel großen Mehrwert dann bringen, wie wir das damals dann definiert gesehen haben, mit dem Password Research Service. Man muss wirklich ganzheitliche Kompetenzen aufbauen, intern oder extern, und das auch systematisch. Und extrem wichtig ist da immer Lernen, man muss so laufen, optimieren und dann das Einsatzgebiet, man einfach angefangen hat, vielleicht mit Self-Service laufend dann ergänzen.